Okay, bevor das Video losgehen kann, muss ich erstmal meinen China-Mount von meinem China-Tripod reparieren, endgültig, weil sonst gibt es keine B-Roll fürs Intro. Es ist alles hier schön staubig, weil in dieser eigentlichen Werkstatt machen wir jetzt mittlerweile unser Futter. Da hinten seht ihr die Mühle. Ist alles nicht ganz so ideal. Wir hatten hier eigentlich... das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Das nehmen wir. So, wie macht man das? Weil das Problem ist, seht ihr hier das? Da ist... Oh, Scheiße! Oh nö! Da ist einfach die Mountschraube hier rausgebrochen. Da war nicht mal Druck drauf auf dem Laden. Das ist aber toll. Okay. Ja, hoffen wir mal, dass es trotzdem hält. Irgendwie. Die Idee ist nämlich... So ist es sicher einfacher. Oh, ich habe eine Idee. Das kommt raus. Mensch! So, jetzt aber. Ich hoffe, die dreht gerade nicht einfach durch. Das fühlt sich nämlich so an. Verdammt, ich glaube, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Die lässt sich hier nicht rausdrehen. Okay, dann müssen wir das doch so versuchen. Das ist auch schon kaputt. Das ist schon am ersten Tag kaputt gegangen hier. So, perfekt. Jetzt ist die einzige Sorge, die übrig bleibt. Ich habe meiner Schwester die Karte mitgegeben. Das bedeutet, ich habe jetzt nur noch 2 GB für das Intro. Sollte hinhauen. Also, Daily Habit Challenge. Vor einer Weile habe ich realisiert, dass ich im Grunde nur noch so vor mich dahin lebe, quasi. Und ich habe mich auch nicht wirklich fit und toll gefühlt. Und das galt es zu verbessern. Und ich bin dann schlussendlich darauf gekommen, dass ich mir verschiedene Sachen notiert habe, die ich möglichst täglich mir angewöhnen will zu machen. Zum Beispiel halt meditieren, regelmäßig Sport machen und solche Sachen. Rucksackeimer. Und durch einen Zufall bin ich inspiriert worden, daraus dann endlich mal Videos zu machen. Das ist nämlich das nächste Ding. Da habe ich Monate bis gar Jahre lang überlegt, was zur Hölle könnte ich denn machen, um Videos zu machen. Also ich meine vom Thema her, ich habe einfach nichts gefunden, worüber ich jetzt Videos machen könnte oder womit. Und das war dann endlich das kannst du noch machen. Und da habe ich dann gedacht, okay, Daily Habit Challenge, ich protokolliere das jetzt auf Video, meinen Fortschritt oder generell, was ich am Tag geschafft habe, von den Sachen, die ich mir angewöhnen will. Also die Gewohnheiten, Habits,
mir anzutrainieren und das quasi zu vloggen. Und das ist es auch im Großen und Ganzen. Ich habe das Ganze vor irgendwann mal auf Englisch angefangen, auf meinem eigentlichen Hauptkanal. Das ist, so nenne ich es jetzt erstmal. Auf dem Milan-Kanal, den habe ich auch unten verlinkt. Aber das ist halt, ich habe halt gleichzeitig angefangen, Videos zu machen. Ich habe keine wirkliche Erfahrung damit und muss mich noch ganz viel ausprobieren. Das macht auch einen riesen Spaß und alles. So ist es nicht gemeint. Aber gleichzeitig muss ich halt auch das mit dem Englischen kriegen. Ich mache das zwar in Schriftform schon ganz viel, aber in wirklich ausgesprochen bin ich es einfach nicht gewohnt und ich fühle mich quasi wie in einem Käfig, sage ich jetzt mal. Also ich habe halt eine bestimmte Palette Worte, auf die ich halt so komme und nicht wirklich Freiraum in meiner Aussprache, in meinem Dialekt, in meinem keine Ahnung was. Und das stört mich halt immens. Und das zieht mich halt ein bisschen runter. Und da habe ich mir jetzt die Nacht gesagt, okay, weißt du was? Das Vloggen, wo du dich nur austoben willst, kreativ irgendwie austoben willst, das machst du jetzt auf Deutsch, weil Deutsch kannst du, halbwegs zumindest. Ich bin es überhaupt nicht gewohnt. Tatsächlich viel und offen zu reden bin ich absolut nicht gewohnt, auch auf Deutsch nicht. Aber ja, und auf dem englischen Kanal mache ich dann halt andere Sachen. Ich bin mir noch nicht genau sicher was, aber da werde ich auf jeden Fall auch weiterhin Sachen machen. Einfach um mich an das Englische zu gewöhnen und dann vielleicht dann auch irgendwann wieder mehr auf Englisch zu machen. Aber dieses einfache Vloggen, wo ich jetzt wirklich einfach nur rumexperimentieren kann, das habe ich mich jetzt entschieden. Mache ich erstmal auf Deutsch, teste ich jetzt erstmal auf Deutsch aus. Das heißt, da kommen jetzt die nächsten Tage ein paar Videos. Die Challenge nennt sich Daily. Das heißt, das eigentliche Ziel ist, das auch wirklich täglich zu machen. In letzter Zeit hat es nicht so wirklich geklappt, aber vielleicht klappt es ja jetzt so wieder, wenn ich es auf Deutsch mache. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Ja. Vielleicht gehe ich doch lieber woanders hin. Schlimm ist das hier. Überall Lärm. Wo gehen wir denn da hin? Naja, also und so, ne? Ah ja. Vielleicht hätte ich lieber die große Kamera mit dem Richtmikrofon nehmen sollen. Das wäre vielleicht eleganter gewesen. Ja, obwohl die wird mir jetzt auch nicht viel bringen. Also gut, ich bin tatsächlich relativ stolz auf den gestrigen Tag, obwohl ich im Verhältnis relativ wenig geschafft habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Vögelchen, könnt ihr gar nicht sehen jetzt. Und zwar habe ich nämlich gestern den Tag wie folgt begonnen. Ich habe es endlich wieder geschafft, mit dem Wecker aufzustehen. Ganz brav, so wie ich mir das vorgestellt habe, schön früh. Und da bin ich vor dem Futtermachen und vor dem Futterverteilen bin ich da tatsächlich laufen gewesen. Das war cool. Das waren zwar nur knapp 10 Kilometer, ein bisschen weniger. 9,4 oder irgendwas. Aber mit einer relativ guten Pace und auch nach einer Weile Pause. Und ja, hey, das war geil. Das war am Regnen wie Sau. Ich habe kaum was sehen können teilweise, weil der Regen so ins Gesicht gepeitscht ist. Oder gepeitscht ist. Und dann habe ich halt meinen üblichen Kram gemacht, was ich halt so tun muss hier. Im Augenblick sogar ein bisschen mehr, was ich tun muss. Im Grunde muss ich gerade alles machen. Zumindest alles das, was ich alleine machen kann. Aber von den privaten Sachen her, privaten To-Do-Sachen, habe ich auch was geschafft. Was habe ich denn geschafft? Muss ich nochmal nachschauen, was ich geschafft habe. Was habe ich gestern gemacht? Ich habe ein Gedächtnis wie eine Weintraube. Ich habe es mir eben aufgeschrieben. To-do, nix. Ah ja, genau. Ich habe gestern ein neues Backup-Skript für meine Nextcloud vorbereitet und getestet. Das läuft soweit. Aber ironischerweise habe ich feststellen müssen, das ist dann doch ein bisschen viel Aufwand, das alles manuell mit den einzelnen Tools zu machen. Für die kleine VM fast 30 GB, glaube ich, die er backuppen muss, plus die Datenbank. Die Kiste ist sehr lange unter sehr hoher Last gewesen, da werde ich heute noch mal was anderes testen oder morgen. Habe ich mir fest vorgenommen. Ja, genau, und etwas früher am Tag, das war jetzt ein bisschen umgedreht,
Etwas früher am Tag habe ich endlich für einen Bekannten das Laptop komplett fertig gemacht. Das war schon fertig, aber kurz vorm Abholen hat er sich dann entschieden, dass er doch lieber eine kleine SSD drin haben will. Das, wie soll ich das sagen, dass die extrem langsame Festplatte nicht noch den armen 1,4 GHz Vierkerner ausbremst. Oh, ist das eine lahme Krücke, ey. Aber immerhin, das ist jetzt nicht mehr ganz so lang. Da habe ich halt das Finale da gestern noch gemacht und dann kam er und dann habe ich dem was mitgegeben und damit ist es auch erledigt. Jetzt habe ich theoretisch das Geld, mir einen neuen, also bald zumindest, wenn er bezahlt, habe ich theoretisch das Geld, mir einen Tripod, ein neues Stativ für die große Kamera anzuschaffen, dass ich mich traue, die mitzunehmen und dann halt nicht so oft jetzt die kleine mit habe. Allerdings kostet das Ding, was ich mir ausgesucht habe, genauso viel, wie ich für das Teil kriege, sogar ein bisschen mehr. Deswegen werde ich diese Idee vielleicht dann doch nochmal überdenken und das ein bisschen, hat ja Zeit. Funktioniert doch, ne? Genau, jo, das habe ich geschafft. Was noch? Genau, ich habe gestern zu klassischer Musik, das steht nicht auf der Liste, aber ich habe mit klassischer Musik einfach mal testweise mal wieder ein paar Sachen von meinem Buch gelesen, Malcolm X. Das war auch mal wieder sehr schön, das zu tun. Und ich glaube, das werde ich heute wieder tun, weil ich es geschafft habe, meinen Tag besser zu strukturieren jetzt. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Mal schauen, wie es jetzt die nächsten Tage klappt. Das werdet ihr höchstwahrscheinlich mitbekommen, weil ich ja diesen tollen Vlog darüber mache. Genau. So, was haben wir noch? Was habe ich? Ich hätte mir das alles aufschreiben sollen. Ich habe das mir nur teilweise Notizen gemacht. Dann gucke ich es hier in meinen Gewohnheiten-Tracker und gleichzeitig in die Notizen rein. So, Workout haben wir, Buch haben wir gelesen, besser aufgestanden und To-Do. Na gut, da habe ich ja doch schon alles. Na gut. Ich habe meinen Hut vergessen. Oh, dammit. Wie konnte das denn passieren? Okay, eine gar nicht mal so unwesentliche Sache habe ich vergessen, weil die nicht mehr in meinem Habit-Tracker war. Mensch, bleib doch mal hier, Chiara. Ey. Und zwar trinke ich keinen Kaffee mehr, beziehungsweise ist das, was ich mir beziehungsweise abgewöhnen will. Das hat jetzt auch die letzte Zeit sehr gut geklappt. Bis auf letzte Woche, wo es verdammt hektisch war bei uns zu Hause, da ist das irgendwie eingebrochen. Da habe ich mir halt einen Kaffee gemacht und gut war. Also letzte Zeit habe ich die meiste Zeit entweder Guarana, manchmal grünen Tee oder halt gar nichts Aufputschendes getrunken. Und jetzt habe ich das Experiment angefangen wieder mit schwarzem Tee. Wollte mal gucken. Ich habe mit dem billigen schwarzen Tee jetzt oft das Problem gehabt, dass mir davon der Schädel irgendwie gebrummt hat. Das war gar nicht mal so angenehm. Aber jetzt mit dem jetzigen schwarzen Tee, den ich jetzt da habe, ist es auch nicht der teuerste, aber ist halt nicht mehr der ganz billige Beuteltee. Funktioniert das. Ich habe jetzt gestern und heute, glaube ich, jeweils wahrscheinlich, 3 Tassen getrunken oder so. Mensch, das ist doch nur ein Vogel da oben. Bleib doch hier. Und ich fühle mich sehr gut. Ich fühle mich anders als gewohnt. Es ist ein bisschen mal ein neues Gefühl der Wachhaftigkeit. Aber es ist was sehr Positives. Ich kann nicht meckern. Es fühlt sich sehr gut an. Ja. Ich denke, das klappt sehr gut. Ich hoffe, der Tee reicht noch eine Weile und ich hoffe, das werde ich in den nächsten Videos bestätigen können, dass das auch immer noch so positiv ist. So, und jetzt stirbt mir gleich der Arm ab, mit dem ich die Kamera halte. Der ist das noch nicht gewohnt. Der muss noch was trainieren. Das tut schon weh. Ja, und die Hand ist besetzt. Dann würde ich sagen, haut rein. Ich kann meinen Hut doch. Ja, haut rein. Auf bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.